5. Foundation Wissenschaft der Zukunft. Bevor ihr das Video weiterschaut, würden wir euch empfehlen, die ersten 4 Teile davon anzuschauen, damit ihr die nachfolgenden Erklärungen verstehen könnt und auch was damit anfangen könnt. Die Playlist ist wie immer am Ende vom Video beim Abspann zu finden. Und nun viel Spaß mit dem Video. 5.1 Wissenschaft der Regeln, Kosmokanonologie und das Weber-Maß. Normale Objekte, die von der Foundation eingedämmt werden, scheinen in den allermeisten Fällen den Regeln unseres Universums zu trotzen. Allerdings ist dies nicht ganz richtig, da, falls dem so wäre, die Stammregeln unserer Realität dies nicht zulassen würden. Was dies also bedeutet ist, dass es bestimmte Regeln gibt, höchstwahrscheinlich Zweigregeln, da Stammregeln nur die groben Funktionsweisen der Universen bestimmen, die die Existenz der SCPs erlauben. Dies könnte als die Quelle oder die Wurzel der SCPs darstellen. Es wäre also theoretisch möglich, die Natur der SCPs besser zu verstehen oder gar die Entstehung der SCPs zu verhindern, falls die Foundation in der Lage wäre, diese Regeln einzusehen oder zu beeinflussen. Im Falle, dass die Foundation die Entstehungsregeln der SCPs einsehen könnte, würde sie in der Lage sein, SCPs besser und effektiver einzudämmen. Im Falle, dass die Foundation diese Regeln beeinflussen könnte, wäre sie in der Lage, das Entstehen von SCPs direkt zu verhindern. Dieses Ziel zu erreichen, wurde eine Forschungseinheit mit der Kennzeichnung Forschungseinheit 188 ins Leben gerufen. Forschungseinheit 188, auch F188 genannt, konzentriert sich auf die Erforschung der Einwirkung auf die Stamm- bzw. Zweigregeln und wie dies erreicht werden kann. Dieses Forschungsprojekt, mit der Bezeichnung Project Rule Reality designiert, wird aktiv im deutschen Zweig der Foundation ausgeführt und bekommt Hilfe von anderen Zweigen und dem Mutterzweig selbst. Das gesetzte Ziel von Projekt Rule Reality ist zunächst das Einsehen der Zweigregeln unseres Universums und das Erforschen dessen. Nachdem dies erreicht wurde, zieht das Projekt vor, die Stammregeln unserer Realität zu erforschen. Forschungseinheit 188 ist es gestattet, bestimmte Taumil-Objekte für ihre Zwecke unter Aufsicht zu benutzen. Forschungseinrichtung 188 ist im Forschungsstandort DE22 stationiert. Standort DE22 ist vollständig für die Forschungseinrichtung 188 ausgelegt und optimiert. Zudem werden im Standort DE22 keine anomalen Objekte eingedämmt. Die bisher erzielten Ergebnisse des Projektes Rule Reality durch die Forschungseinrichtung 188 bestehen bisher aus dem Entwerfen eines Maßes, das darstellt, wie sehr ein anomales Objekt Zweiglinien beeinflussen oder einsehen kann, weiteren Erkenntnissen über das Regelset unseres Universums und dem Erstellen dieses Blattes. Das zuvor erwähnte Maß der Erkennung der Einwirkung auf die Zweigregeln unseres Universums trägt die Bezeichnung Weber-Maß und ist selber rein theoretisch. Der Weber-Wert eines Objektes unseres Universums kann ermittelt werden, indem zuerst der Hume-Wert des Objektes ermittelt wird und dann mit dem Standard-Hume-Wert mit bestimmten Eigenschaften verglichen wird. Diese speziellen Eigenschaften beinhalten alle zu dem Objekt passenden Erkenntnisse über Zweigregeln unseres Universums. Schließend wird ein theoretischer Wert, Weber-Skala, im Zusammenhang mit den Ergebnissen der vorherigen Messungen dem Objekt zugewiesen. Bei Tests hat es sich herausgestellt, dass bestimmte Standardwerte bestehen, die bei Normalzuständen immer auftreten. Darunter befindet sich unser Universum an sich mit einem Weber-O-Grad. Dieser Wert dient als Ausgangspunkt für alle anderen Messungen. Ein Weber-Grad entspricht 100% der unserer Zweigregeln. Dies bedeutet, dass das Objekt alle Regeln bzw. das Regelset unseres Universums einsehen kann. Das O steht dabei dafür, dass das 1 Grad 100% sich auf das Einsehen der Regeln bezieht, von dem englischen Observe. Unser Universum weist dagegen einen Nie-Weber-I-Grad auf. Nie von das Nichts, I von dem englischen Influence, da es nicht möglich ist, den Weber-I-Grad des Universums zu ermitteln. Der Weber-O-Grad von unserem Universum kann zwar nicht genau gemessen werden, da das Universum allerdings aus den Zweigregeln besteht, wird es angenommen, dass das Universum seine eigenen Regeln auch einsehen kann. Von einem Nie-Weber-Grad spricht man im Allgemeinen, wenn der O- oder I-Weber-Grad eines Objektes nicht ermittelt werden kann. Ein Mensch hat 0 Weber-O-Grad und 0 Weber-I-Grad. Ein KÜTD hat 2 Weber-O-Grad und ebenfalls 2 Weber-I-Grad, da es nicht nur die Zweiglinien einsehen beeinflussen kann, sondern auch die Stammregeln. Weber-Wert kann hierbei den Weber-I sowie den Weber-O-Grad gleichzeitig bezeichnen. Um das Weber-Maß zu veranschaulichen, wird meistens ein Seitenmodell oder Fadenmodell beschrieben. Diese Seiten stellen die Regeln förmlich dar.
Wenn nun ein Objekt diese Seiten sehen kann, weist es einen positiven vorhandenen Weber-O-Grad auf. Wenn ein Objekt diese Seiten berühren und anzupfen kann, spricht man von einem positiven vorhandenen Weber-I-Grad. Dies führt wiederum zur Überlegung über negative Weber-Werte. Diese sind möglich, indem die Regeln auf ein Objekt mehr als normal einwirken, die Seiten also das Objekt umwickeln. Die Umwicklung des Objektes durch die Seiten ist allerdings nur eine sehr grobe und förmlich ungenaue Darstellung. Nach mehreren Diskussionen innerhalb der Forschungseinheit 188 wurde die Annahme festgehalten, dass es anormale Objekte geben kann, die nicht durch die Zweigregeln unseres Universums beeinflusst werden. Diese Objekte stellen Anomalien dar, die nicht in unserem Universum entstanden sind, sondern in der übergreifenden Realität selber. Indem diese in irgendeiner Weise in unseres Universum einsickern, nehmen sie auf diese Einfluss, ohne dabei als eine Existenz von den Zweigregeln unseres Universums akzeptiert werden zu müssen. Eine solche Anomalie stellt eine extrem große Gefahr dar, da sie absolut in keinster Weise nachvollzogen werden kann, selbst wenn die Zweigregeln kontrolliert werden könnten. 5,2 Weber-Anomalien. Sogenannte Weber-Anomalien sind Anomalien, bei denen sich der Einfluss der Regeln verzerrt hat, obwohl dies nicht der Fall sein dürfte und Normalverhältnisse herrschen. So ist zum Beispiel ein Ort von den Zweigregeln mehr beeinflusst als sonst. Dadurch entsteht ein Gebiet, in dem die Zweigregeln viel stärker wirken als sonst. Bei Weber-Anomalien kann zwar der Weber-Wert geschätzt werden, nicht jedoch genau gemessen, da die Normen des Objektes bei der Verzerrung durch die Regeln verloren gehen. Die Dauer des Bestehens einer solchen Anomalie ist nicht festgesetzt. Weber-Anomalien können im Allgemeinen als SCP klassifiziert werden. Festgestellt werden Weber-Anomalien durch das versuchte Messen der beiden Weber-Werte und durch das Testen von Erkenntnissen über Regeln. Wenn diese besonders stark ausfallen, mehr als normal, handelt es sich um eine Weber-Anomalie. Weber-Anomalien werden nach Graden von 1 bis 5 gewertet. Je heftiger bzw. größer die Verzerrung der Einwirkung der Regeln auf das entsprechende Objekt, desto höher der Grad. Künstlich hervorgerufene Weber-Anomalien haben bis jetzt maximal den 3. Grad angenommen. Die Logik hinter den Weber-Anomalien kann im momentanen Zeitpunkt nicht verstanden werden, da einerseits davon ausgegangen werden kann, dass die Zweig- bzw. Stammregeln die Existenz solcher Anomalien zulassen. Andererseits bedeutet das Erscheinen einer Weber-Anomalie, dass innerhalb des Zweigregelsets irgendetwas nicht korrekt verlaufen ist, was darauf schließen lässt, dass die Seiten bzw. Regeln sich selber anzupfen. Nach dem als Weber-Experiment bekannt gewordenen Versuch wurde festgestellt, dass Weber-Anomalien meistens die Eigenschaft hegen, selbstständig behoben zu werden. Ob dies automatisch geschieht oder ob die Anomalien sich selber aufheben, ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Allerdings kann aus diesem Verhalten erkannt werden, dass eine Weber-Anomalie einen aufgeregten Zustand des Universums und womöglich der Realität darstellt und dass dieser Zustand für das Universum, die Realität, nicht den Optimalzustand darstellt. 5.3 Bezug Foundation. Wie dies alles der Foundation helfen sollte, ist relativ einfach zu erkennen. Mit der Erforschung der Zweigregeln wird es womöglich in der Zukunft möglich sein, SCPs besser zu verstehen oder ihr Entstehen gar zu verhindern. Allerdings liegt dies noch fern in der Zukunft und ist momentan nicht zu erreichen. Trotzdem ist das Problem des Imprävisionismus nicht behoben, wird es zwar sein, sobald die Foundation die Kosmokanonologie gemeistert hat. In der Gegenwart jedoch ist der Imprävisionismus immer noch ein globales Problem, das die Quelle fast aller Vorfälle ist.